Hallo liebe Gitarren-Community, heute ist ein sehr besonderer Tag für mich. Wie ihr seht, habe ich hier meine Traumgitarre. Es war bislang mein größter Traum, so eine Gitarre zu besitzen. Ja, und seit gut einem Monat ist es soweit. Ich bin jetzt auch bereit, die Gitarre im Netz vorzustellen. Ja, wir haben hier eine 1961er De Angelico New Yorker. Aus mit der, ich würde sagen, besten Zeit von De Angelico. Ja, De Acquisto hat auch mit in der Werkstatt gearbeitet und hat an dieser Gitarre mitgearbeitet. Die Gitarre kommt von dem Erstbesitzer und an der Gitarre ist jede einzelne Schraube und jede Stelle original. Also es gibt keine großen Gebrauchsspuren. Wie ihr seht, es ist eigentlich zu schön, um wahr zu sein, aber es ist tatsächlich so. Und ja, ich bin echt immer wieder aufs Neue super glücklich, dieses Instrument besitzen zu dürfen. Und da muss ich einfach auch ein paar Leute danken, die das ermöglicht haben und durch meine guten Kontakte in die Staaten das Ding für mich ausgecheckt haben. Die wurde natürlich auf Herz und Nieren überprüft, weil es ist halt ja, für uns hier in Europa nicht sehr einfach, so eine Gitarre von so weit weg zu kaufen und ja, ohne vorher durchzuchecken. Und durch meine guten Kontakte war das machbar und wir konnten das umsetzen. Ja, hier ist sie heute. Ja, nahezu perfekt. Der originale Rhythm Chief 1000 mit dem alten Anschluss. Also man kann das ganze Thema hier jetzt spielen, weil ich hier einen Anschluss dran gedreht habe. Ja, hier ist es noch, also es ist alles wirklich so, wie der Erstbesitzer das zu Hause hatte. Die Gitarre hat eine unglaubliche Geschichte. Durch meine Kontakte in die Staaten konnte ich die ganze Geschichte rausbekommen. Derjenige, der das Ganze für mich arrangiert hat, hat mit dem Erstbesitzer Kontakt aufgenommen und hat für mich halt alles versucht rauszukriegen, was man wissen muss, als jemand, der an so einer Gitarre Interesse hat oder interessiert ist. Und der Erstbesitzer hat damals als Jugendlicher in einem Jazzclub einen berühmten Gitarristen auf der Bühne gesehen. Ich habe den Namen vergessen. Der hat einen New Yorker gespielt und der gab ihm dann auch die Adresse und hat zu ihm gesagt, da kannst du mal hingehen und dir so eine Gitarre bestellen oder versuchen zu bestellen, was damals halt nicht wirklich einfach war. Als er den Shop besuchte, De Angelico und De Acquisto waren im Shop, die haben ihn gar nicht für voll genommen, weil diese Gitarre war zu der damaligen Zeit halt super, super teuer. Und die wollten auch nur für namhafte Künstler bauen. Und er hätte diese Gitarre rein theoretisch niemals bekommen, wenn er nicht über Wochen lang an jedem Samstag Sandwich und Kaffee für die beiden gebracht hätte. Die waren total dagegen, ihn so eine Gitarre zu bauen. Und ja, sie haben einfach nur 2 oder 3 Stück im Jahr produziert. Also korrigiert mich ruhig da, wenn ich da falsch liege, aber
es waren wirklich nicht viele und sie wollten halt da wirklich nur für namhafte Künstler bauen. Also nichtsdestotrotz, nach wochenlanger Bemühung haben sie sich dann doch entschlossen, für ihn eine Gitarre zu bauen. Ja, und hier ist sie. Also die Gitarre war die ganze Zeit über in New York, wurde zweimal gestohlen. Also der Erstbesitzer hat mit der Gitarre auch Gigs gespielt und dann wurde die Gitarre tatsächlich zweimal gestohlen und er kam glücklicherweise immer wieder an die Gitarre ran und dann hat er sich entschieden, die Gitarre nicht mehr mitzunehmen. Die Gitarre war dann nur zu Hause, wurde als Familienmitglied von der ganzen Familie angesehen. Also sein kleiner Bruder, seine Neffen und letzten Endes auch die Enkelkinder sind mit der Gitarre zusammen groß geworden. Und ja, für ihn war das auch natürlich kein einfacher Schritt. Aber ja, ich denke mal, er weiß, dass die in gute Hände ist. Und das ist natürlich dann wahrscheinlich auch in seinem Sinne. Ja, unglaublich, so eine Gitarre zu haben. Und mein allergrößter Traum war schon immer so eine Gitarre. Und jetzt darf ich den Traum wirklich erleben. Danke fürs Zuhören.